Welche Gefühle und Erfahrungen habe ich, wenn ich was kaufe, einen Vertrag abschließe oder wie heute ein Hotel besuche? Wie ist mein Kundenerlebnis? Also wie man heute sagt, Customer Experience. Im Idealfall habe ich gute Gefühle, zum Beispiel beim Einchecken an der Rezeption. Hallo Herr Schmidt, wie geht's? Wieder die 237 wie beim letzten Mal? Ja, sehr gerne, wie immer. Danke, kriegen wir hin. Früher in der analogen Welt, da hatten wir noch eine ganz andere Beziehung, da wurden Wünsche von den Augen abgelesen. Und wie ihr seht, ich habe heute auch mein Wunschzimmer bekommen. Aber wie sieht das denn jetzt in der digitalen Welt aus? Und heute bewege ich mich im Netz, weil ich als Person ja gar nicht mehr wahrgenommen. Und es steht wahrscheinlich noch ein ganzer Haufen unpersönlicher Daten. Also wenn ich mir was kaufen will, dann kriege ich Sachen angeboten, die habe ich schon längst oder die will ich gar nicht haben. Wer sich mit digitalen Kundenbeziehungen beschäftigt, ist Maren. Du entwickelst mit Kolleginnen empathische KI, also künstliche Intelligenz für ein besseres Kundenerlebnis. Hat eine empathische KI jetzt Gefühle? Ja, soweit ist es noch nicht, Jürgen. Es ist nur so, dass uns künstliche Intelligenz dabei helfen kann, relevante und empathische Kundeninteraktionen zu führen. Wenn du überlegst, wie viele Datenpunkte digital jeden Tag von uns gesammelt werden, von jedem Kunden, dann lässt sich das natürlich auch für eine bessere Customer Experience nutzen. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Hast du mal ein Beispiel für mich? Ja, wenn du jetzt überlegst, hier, wir sitzen in dem Hotel, hier bist du öfters. Der Kellner hier im Hotel weiß genau, wie ich meinen Kaffee trinke. Hallo Frau Hendorf. Hallo. Einen Kaffee mit wenig Milch, wie immer. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, und das sollte natürlich auch in der digitalen Welt funktionieren. Aber das gibt es doch jetzt schon. Rein theoretisch ja. Nur wie oft bekommen wir beide denn diese nicht relevanten, falschen Angebote, vor allem bei den digitalen Kanälen? Das ist überhaupt nicht konsistent. Schau mal hier. Lisa und Maria sehen auf dem Papier gleich aus. Gleiches Alter, gleiche Bonität. Und im traditionellen Ansatz passiert was? Die werden ins gleiche Segment gesteckt und in eine fixe Customer Journey. Und von da gibt es kein Entrinnen. Unsere Leben sind unterschiedlich. Ja? Wir haben unterschiedliche Lebensereignisse. Und das heißt, wir brauchen eine dynamische Customer Journey. Und mittels KI wird immer die nächstbeste Aktion für dich gefunden. Weil wenn du hier drauf schaust, es ist einfach komplex. Das Leben verläuft nicht nach einem Plan B. Wo wird die emotionale KI jetzt eingesetzt? Ja, Jürgen, das ist nicht nur eine KI, sondern das ist ein komplettes Gehirn, wie unser menschliches Gehirn, was alles steuert und lenkt. Und so ist es ein Gehirn für Kundeninteraktion, um immer die nächstbeste Aktion für den Kunden zu finden. Wie macht das die KI? Hier siehst du jetzt John Brown, das heißt, wir haben eine Übersicht über den Kunden, wo steht er, wie ist aktuell beispielsweise seine Lifetime Value, in welchen Customer Journeys befindet er sich, wie gesagt, immer dynamisch. Ja, je nachdem, wie sich der Kunde auch verändert, verändern sich zum Beispiel die Customer Journeys. Und ich habe auch die Möglichkeit zu sehen, was ist mit dem Kunden bisher passiert, in der Vergangenheit und sogar auch, wenn er sich jetzt auf die Website begeben würde, welche nächstbeste Aktion würde er angezeigt bekommen. Ich habe volle Transparenz. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gläsern. Also ich denke da sofort an Stanley Kubrick, Odyssee 2001. Ja, das hat mit unserer künstlichen Intelligenz nichts zu tun. Ja, das ist keine Blackbox, sondern du hast wirklich immer vor den Entscheidungen der künstlichen Intelligenz liegt ein Regelwerk. Das heißt, eine einfache Formel, auf die auch die Bank in den einzelnen Bereichen Einfluss nehmen kann. Und dann ist wirklich das Ziel zu sagen, die unterstützt zum Beispiel auch den Kundenberater, so wie früher bei deinen Eltern, ja, die dieses Gefühl hatten mit ihrem Kundenberater, das Vertrauen, das soll für dich in die digitale Welt damit gebracht werden. Stellt sich noch die Frage, wo kommen denn die ganzen Daten her? Das sind natürlich deine Daten und dafür musst du zustimmen. Eine empathische KI, die meine Wünsche und meine Herausforderungen kennt. Ja, was denken ihr darüber? Habt ihr noch Ideen, wo man sowas einsetzen könnte? Schreibt's mal in die Kommentare.